Stell dir vor, du bist in Berlin. Du stehst in einer kleinen Bäckerei. Oh ja, ein klassisches Beispiel. Genau. Es riecht wunderbar. Also richtig nach frischem Brot. Und du möchtest einen Kaffee und ein Brötchen kaufen. Hm. Der Verkäufer schaut dich an und fragt dich etwas. Und plötzlich, also wirklich in dieser Sekunde, beginnt in deinem Kopf eine wilde, laute Maschine zu rattern. Ja, Panik. Richtig, Panik. Du hörst die deutschen Worte, du nimmst diese Worte und übersetzt sie in deine Muttersprache. Ein großer Fehler, ja. Dann legst du dir in deiner Muttersprache eine schlaue Antwort. Dann nimmst du diese Antwort und versuchst, sie Wort für Wort zurück ins Deutsche zu übersetzen. Das dauert viel zu lange. Genau. Und während diese ganze Maschine in deinem Kopf arbeitet, vergehen Sekunden. Der Verkäufer schaut schon ungeduldig auf die Uhr. Man fängt an zu schwitzen. Oh ja. Und am Ende sagst du gar nichts. Du bleibst einfach still. Damit hallo und herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Es ist wunderbar, dass du uns heute wieder zuhörst. Hallo auch von mir. Schön, dass du dabei bist. Weißt du, wir beide sind ja Deutschlehrer. Und heute haben wir ein ganz besonderes Ziel in unserem Deep Dive. Wir stoppen diese Maschine in deinem Kopf. Ja, diese Situation in der Bäckerei, die kennen fast alle Menschen, die eine neue Sprache lernen. Es ist ein wirklich furchtbares Gefühl. Das stimmt. Unser Thema heute lautet: Fließend Deutsch sprechen, so trainierst du dein Gehirn. Genau. Und fließend sprechen, das bedeutet, dass die Worte einfach aus deinem Mund kommen. Also ohne Pause, ohne Maschine im Kopf, ohne Stress. Weil dieses Thema so extrem wichtig ist, geben wir dir heute ein Versprechen. Ein sehr wichtiges Versprechen, ja. Wir sprechen heute extrem langsam, wir sprechen sehr deutlich und wir benutzen einfache, ganz klare Sätze. Richtig, so kannst du uns perfekt verstehen. Und dein Gehirn kann die deutsche Melodie ganz in Ruhe aufnehmen. Also, fließend Deutsch zu sprechen, das ist keine Magie. Es ist ein Training. Unsere große Mission für unser heutiges Gespräch ist es, dir zu zeigen, dass dein Gehirn wie ein Muskel funktioniert. Ein sehr gutes Bild. Wenn du dicke, starke Muskeln im Arm haben willst, dann musst du ins Fitnessstudio gehen und Gewichte heben. Dein Gehirn braucht genauso ein Training für die deutsche Sprache. Ja, aber bevor wir diesen Muskel trainieren können, müssen wir verstehen, warum er in der Bäckerei plötzlich blockiert. Warum frieren wir ein? Das ist die große Frage. Meistens liegt es gar nicht an fehlenden Vokabeln, es liegt an der Psychologie. Es liegt schlicht und einfach an der Angst. Woher kommt diese Angst? Mhm. Warum haben wir Erwachsene so große Angst davor, komisch zu klingen? Das ist interessant. Wenn wir uns kleine Kinder ansehen, also wenn ein kleines Kind laufen lernt, fällt es auf den Boden, es fällt auf die Nase. Und es weint vielleicht kurz. Genau, es weint kurz, aber dann steht es sofort wieder auf. Das Kind denkt nicht eine Sekunde lang, oh nein, die anderen Leute gucken mich an, ich sehe bestimmt total dumm aus. Nee, überhaupt nicht. Es macht einfach weiter. Wir Erwachsene haben dieses natürliche Verhalten leider völlig verlernt. Wir wollen immer perfekt sein. Wir wollen intelligent wirken. Aber da muss ich jetzt gleich einmal kritisch einhaken. Ist das nicht völlig logisch? Wie meinst du das? Naja, ein Kind hat ja noch keinen Beruf, es hat keinen Status. Aber wenn ich als erwachsener Mensch im Büro vor meinen Kollegen stehe, dann ist es doch peinlich, wenn ich wie ein kleines Kind spreche. Ich verstehe. Ist es da nicht eigentlich klüger und sicherer, lieber nichts zu sagen, anstatt einen dummen Fehler zu machen? Ja, ich verstehe diesen Gedanken sehr gut. Es fühlt sich in dem Moment sicherer an, still zu sein. Aber diese Strategie ist gefährlich. Warum? Die Angst verschließt deinen Mund und noch viel schlimmer, die Angst macht deinen Kopf komplett leer. Ah, das ist diese Blockade. Genau. Wenn du denkst, ich darf keinen Fehler machen, dann schüttet dein Körper Stresshormone aus, dein Gehirn blockiert, du lernst dann absolut nichts. Okay, das leuchtet ein. Fehler sind keine Katastrophen. In der Sprachwissenschaft nennen wir Fehler gerne Hinweise. Ein Hinweis, das ist ein tolles Wort. Wir sollten das kurz erklären. Ein Hinweis, das ist wie ein kleines Zeichen. Genau. Ein Hinweis zeigt dir ganz genau, hier gibt es noch eine kleine Lücke, das muss ich noch ein bisschen üben. Ein Fehler ist also wie ein kleines Schild auf der Straße, das mir sagt, in welche Richtung ich weitergehen muss. Besser kann man es nicht sagen. Jeder Fehler ist eine nützliche Information. Und du musst wissen, auch wir Deutschen machen Fehler, wenn wir spontan sprechen
Oh ja, ständig. Wir benutzen oft die falsche Grammatik oder vergessen ein Wort. Das ist völlig normal. Dein Gehirn braucht einfach sehr viel Zeit, um neue Verbindungen zu bauen. Verbindungen. Also das sind wie kleine Brücken oder Wege in deinem Kopf. Richtig. Am Anfang ist der Weg im Gehirn noch wie ein wilder Dschungel. Man kommt nur sehr schwer durch. Man muss die Pflanzen erst wegschneiden. Genau. Und wenn du den Weg oft gehst, wird er zu einer festen, breiten Straße. Und das Wichtigste dabei ist die Geduld. Geduld ist so schwer. Ja, aber wenn du dir jeden Tag sagst, mein Deutsch ist furchtbar, dann glaubt dein Gehirn das auch. Du musst dir selbst sagen, ich mache Fortschritte. Fortschritte machen, das ist auch ein wichtiges Konzept. Fortschritte machen bedeutet, ich werde jeden Tag einen winzigen Schritt besser. Ich bewege mich nach vorne. Genau. Also wir müssen die Angst abbauen und an uns glauben. Okay, das habe ich verstanden. Die Angst baut eine Mauer in meinem Kopf. Ich muss diese Mauer abreißen, indem ich Fehler als Freunde, also als Hinweise, akzeptiere. Richtig. Aber lass uns nochmal zurück in diese Bäckerei gehen. Wenn die Angst jetzt weg ist, habe ich oft immer noch dieses andere, riesige Problem. Die Übersetzungsmaschine. Exakt. Viele meiner Schüler hören ein deutsches Wort. Dann übersetzen sie es in ihre Sprache. Dann denken sie an eine Antwort. Dann übersetzen sie die Antwort zurück ins Deutsche. Mhm. Das ist doch ein unglaublicher Umweg. Also für dich als Hörer, wir erklären das kurz. Ein Umweg ist ein langer Weg. Du gehst nicht direkt, nicht geradeaus ans Ziel, du läufst einen riesigen, unnötigen Kreis. Ja, das ist das perfekte Bild. Dieser Übersetzungsumweg ist der Hauptgrund, warum Menschen nicht fließend sprechen. Weil es so lange dauert? Nicht nur das. Wenn du übersetzt, zwingst du dein Gehirn in 2 verschiedenen Systemen gleichzeitig zu arbeiten. Das ist eine enorme kognitive Belastung. Kognitive Belastung, das bedeutet, dein Gehirn muss viel zu schwer arbeiten. Genau, es verbraucht extrem viel Energie. Deshalb bist du nach einer halben Stunde Deutsch sprechen oft so unfassbar müde, als wärst du einen Marathon gelaufen. Das kenne ich von meinen Schülern. Die sind nach dem Unterricht oft komplett erschöpft. Ja, absolut. Aber, wie soll ich diesen Prozess denn stoppen? Meine Muttersprache ist mein Betriebssystem. Mein Gehirn denkt auf Spanisch oder auf Arabisch, auf Polnisch. Das ist tief verankert, ja. Das ist ganz tief in mir drin. Ich kann doch nicht einfach einen Schalter im Kopf umlegen und sagen, so, ab heute übersetze ich nicht mehr. Das klingt für mich völlig unmöglich. Es ist nicht unmöglich, aber es braucht eine spezielle Technik. Wir nennen das die visuelle Methode. Die visuelle Methode. Visuell bedeutet, es hat mit Bildern zu tun. Mit dem Sehen, richtig? Nicht mit Buchstaben. Ganz genau. Das Geheimnis ist, du darfst niemals das Wort übersetzen. Du musst das Bild in deinem Kopf direkt mit dem deutschen Klang verbinden. Das musst du mir genauer erklären? Also, wie mache ich das konkret im Alltag? Lass uns ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Stell dir einen Apfel vor. Okay, ich habe einen Apfel im Kopf. Wenn du den Apfel ansiehst, denkst du normalerweise sofort an das Wort in deiner Muttersprache. Genau das musst du stoppen. Gar nicht so leicht. Nein, aber es geht. Stattdessen konzentrierst du dich auf die Eigenschaften von diesem Apfel. Du siehst die leuchtend rote Farbe. Du spürst die runde, glatte Form in deiner Hand. Okay, Du stellst dir vor, wie du hineinbeißt und den süßen Saft schmeckst. Du nimmst dieses Gefühl, dieses visuelle Bild und klebst direkt das deutsche Wort Apfel darauf. wow. Keine andere Sprache darf dazwischen sein. Nur das rote, runde Ding und das deutsche Wort Apfel. Das ist sehr clever. Ich lösche das Wort meiner Muttersprache komplett aus dem Vorgang. Ich verbinde das deutsche Wort direkt mit der echten Welt. Richtig. Aber, das funktioniert vielleicht bei einem Apfel. Wie mache ich das bei komplexeren Dingen? Der Trick ist, du fängst am Anfang nicht mit komplexen Dingen an. Du diskutierst nicht über Philosophie oder die Politik. Das wäre zu viel. Ja. Du fängst bei den einfachsten, winzigsten Dingen deines Alltags an. Wenn du am Morgen im Bett liegst und die Augen öffnest, denkst du nicht in deiner Muttersprache. Du denkst sofort auf Deutsch. Ich bin wach. Ich bin wach. Genau. Und wenn du in die Küche gehst und dein Magen knurrt, denkst du auf Deutsch. Ich habe Hunger. Das ist der direkte Weg. Bild und Gefühl direkt zum deutschen Wort. Ich bin wach. Ich habe Hunger. Okay, das sind sehr kurze Sätze. Aber wir haben jetzt ein neues Problem, glaube ich. Welches Problem? Wir wissen jetzt, wie wir in Bildern denken sollen, also ohne den Umweg. Aber wie üben wir das? Wenn ich in Deutschland lebe, arbeite ich vielleicht in einem englischen Team. Oder,
Naja, ich lebe in meinem Heimatland und höre den ganzen Tag nur Spanisch oder Französisch. Ich habe ja keinen Lehrer, der 24 Stunden am Tag neben mir steht. Das stimmt. Aber dafür gibt es die beste und billigste Methode der Welt. Sprich mit dir selbst. Oh je. Also da muss ich wirklich lachen. Ich liebe diesen Tipp, aber wenn ich ehrlich bin, das fühlt sich extrem verrückt an. Verrückt? Ja, verrückt bedeutet für uns hier ein bisschen seltsam, komisch, nicht ganz normal. Stell dir mal vor, ich stehe am Morgen allein in meiner Wohnung und rede laut mit mir selbst. Ja und? Ich gehe jetzt in die Küche. Ich nehme die Kaffeetasse. Der Kaffee ist heiß, er ist sehr schwarz. Fühlt man sich da nicht völlig dumm? Ja, am Anfang fühlt man sich vielleicht verrückt. Aber das ist völlig egal. Niemand hört dir zu. Du bist ganz allein in deiner Wohnung. Stimmt auch wieder. Du kannst unter der Dusche stehen. Du kannst die Wohnung aufräumen. Du kannst kochen. Du stehst in der Küche, schneidest Gemüse und sagst laut, ich schneide jetzt die Zwiebel. Die Zwiebel. Das Messer ist scharf. Die Zwiebel ist auch scharf. Meine Augen tränen. Oh, Tränen. Ein gutes Wort. Tränen bedeutet, es kommt Wasser aus deinen Augen, weil du weinst oder eben wegen der Zwiebel. Genau, das ist ein fantastisches Training für deine Gesichtsmuskeln. Du musst die deutschen Laute körperlich produzieren. Dein Mund muss sich an die Bewegung gewöhnen. Aber Moment, hier muss ich eine sehr wichtige Frage stellen, die meine Schüler ganz oft haben. Schieß los. Wenn ich ganz alleine in der Küche stehe und spreche, dann korrigiert mich ja niemand. Das ist wahr. Ich mache vielleicht einen falschen Satz, ich benutze den falschen Artikel. Zementiere ich da nicht meine eigenen Fehler in meinem Kopf? Ah, das ist eine Sorge, die viele haben. Ja. Zementieren, das müssen wir erklären. Zementieren heißt, etwas wird hart wie Stein, man kann es nicht mehr ändern. Lerne ich mir selbst also falsches Deutsch, wenn niemand mich korrigiert? Das ist eine exzellente Frage. Die Antwort lautet, in diesem Moment ist das völlig in Ordnung. Wir müssen hier zwei Dinge ganz klar trennen. Korrektheit und Flüssigkeit. Okay, Korrektheit und Flüssigkeit? Genau. Korrektheit, das ist die Grammatik. Flüssigkeit ist die Fähigkeit, überhaupt Worte aus dem Mund zu bekommen, ohne zu stoppen. Verstehe. Wenn du alleine zu Hause übst, trainierst du nur die Flüssigkeit. Du trainierst den Mut, den Mund überhaupt zu öffnen. Wenn du immer nur an die Grammatik denkst, wirst du niemals fließend sprechen. Weil ich mich dann wieder blockiere. Richtig. Die Fehler korrigieren wir später, wenn du die Sprache besser fühlst. Aber zuerst muss der Fluss entstehen. Das Wasser muss fließen. Wow, das ist eine riesige Erleichterung. Es geht bei diesen Selbstgesprächen also gar nicht um perfekte Grammatik, sondern nur darum, die Muskeln im Mund an die deutschen Geräusche zu gewöhnen. Exakt. Gibt es denn noch einen anderen Moment am Tag, wo ich das gut üben kann? Ja, abends. Es gibt einen wunderbaren Trick für den Abend. Wenn du im Bett liegst, kurz bevor du einschläfst, fasst du deinen Tag zusammen. Du erzählst dir selbst eine kleine Geschichte. Auf Deutsch natürlich. Natürlich auf Deutsch. Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden, dann habe ich Kaffee getrunken, am Nachmittag habe ich gearbeitet, es war anstrengend. Warum genau vor dem Einschlafen? Hat das einen bestimmten Grund? Ja, das ist psychologisch sehr wichtig. Wenn du schläfst, sortiert dein Gehirn die Erinnerungen des Tages. Wenn du deinem Gehirn diese Erinnerungen kurz vor dem Schlafen auf Deutsch gibst, dann wandern diese deutschen Sätze tief in dein Langzeitgedächtnis. Dein Gehirn lernt, echte persönliche Erlebnisse direkt in deutsche Wörter zu packen. Das ist ja faszinierend. Das Gehirn räumt in der Nacht auf und legt die Erinnerungen gleich in die deutsche Schublade. Ein sehr schönes Bild, ja. Aber was genau soll ich denn sagen, wenn ich mit mir selbst spreche? Ich muss ja auch neue Wörter lernen. Viele meiner Schüler machen das so. Sie haben kleine Karten oder lange Listen auf dem Papier. Oh nein, die Listen. Ja. Auf der einen Seite steht das Wort in ihrer Sprache, auf der anderen Seite steht das deutsche Wort. Apfel, Birne, Haus, Auto. Sie lernen 100 Wörter am Tag. Das ist doch extrem effizient, oder? Es tut mir wirklich leid, aber da muss ich dir sehr deutlich widersprechen. Oh, okay. Das ist überhaupt nicht effizient. Es ist leider reine Zeitverschwendung. Wir Menschen kommunizieren nicht in einzelnen Wörtern. Wie meinst du das? Stell dir mal vor, du stehst auf der Straße und rufst einfach nur laut Auto oder Birne. Aha, die Leute denken, ich bin verrückt. Genau. Wenn du nur das isolierte Wort Auto lernst, hast du ein riesiges Problem. Du kennst das Wort, aber du hast absolut keine Ahnung, wie du es in einer echten Situation benutzen sollst. Stimmt.
Du weißt nicht, welches Verb dazu passt. Du kennst die Präpositionen nicht. Das stimmt natürlich. Eine Liste von einzelnen Wörtern das ist wie ein Haufen von Legosteinen. Ich habe ganz viele Steine, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich daraus ein Haus bauen soll. Das ist ein sehr treffendes Bild. Und deshalb ist der wichtigste Tipp hier: lerne immer ganze Sätze. Baue Sätze. Sammle keine einzelnen Wörter. Das ist der sogenannte Kontexttrick. Der Kontext, also der Zusammenhang, in dem ein Wort lebt. Genau. Wenn du den ganzen Satz lernst, ich fahre heute ein schnelles Auto, dann passiert etwas Großartiges in deinem Gehirn. Was genau passiert da? Du lernst nicht nur das Wort Auto. Du lernst das Verb fahre. Du lernst ganz automatisch, dass es ein schnelles heißt wegen dem Akkusativ. Dein Gehirn nimmt diesen ganzen Satz als ein einziges komplettes Paket auf. Du musst keine trockenen Grammatikregeln auswendig lernen. Du fühlst die Grammatik durch den Rhythmus des ganzen Satzes. Aber ist es nicht furchtbar anstrengend, immer ganze Sätze auswendig zu lernen? Nein, wenn du die wichtigste Regel beachtest. Du musst es dir leicht machen. Es sich leicht machen. Das bedeutet, mach es nicht zu kompliziert. Exakt. Benutze kurze, ganz klare Sätze. Das Wetter ist heute wirklich schön. Oder ich bin nach der Arbeit sehr müde. Das ist machbar. Diese einfachen Sätze reichen für den Anfang völlig aus. Niemand erwartet von dir, dass du sprichst wie ein Professor an der Universität. Einfachheit ist der Schlüssel zur Flüssigkeit. Also lass uns das kurz zusammenfassen. Wir haben die Angst abgebaut und Fehler als Freunde, also als Hinweise akzeptiert. Richtig. Wir haben den Übersetzungsumweg im Kopf durch Bilder ersetzt, die visuelle Methode. Ja. Wir sprechen unter der Dusche mit uns selbst, in einfachen, ganzen Sätzen. Das ist alles wunderbar, aber das passiert alles alleine. Irgendwann müssen wir unsere sichere Wohnung verlassen. Ja, das müssen wir. Wir müssen mit echten Menschen in der echten Welt sprechen. Einen Zwischenschritt machen. Einen Zwischenschritt? Ja, ein Werkzeug, das uns unglaublichen Mut gibt. Und dieses Werkzeug ist Musik. Musik? Das passt perfekt zu einer Geschichte, die wir in unseren Unterlagen für heute haben. Da geht es um einen Mann aus Spanien. Ja, eine tolle Geschichte. Dieser Mann kam nach Deutschland und sein Deutsch war 0. Also 0 bedeutet für uns absolut nichts. Er konnte kein einziges Wort sprechen. Er konnte nicht einmal Hallo oder Tschüss sagen. Aber dieser spanische Mann hatte ein unglaubliches Geheimnis. Er hatte überhaupt keine Angst. Er ist jeden Tag rausgegangen, er hat mit Händen und Füßen gesprochen. Er war mutig. Ja. Er hat Tausende, wirklich Zehntausende Fehler gemacht. Aber er hat jeden Tag den Mund aufgemacht. Und nach nur einem einzigen Jahr sprach er wirklich fließend und gut Deutsch. Fantastisch. Warum erzählst du mir jetzt, dass Musik bei genau so einem Lernprozess helfen kann? Weil Musik etwas macht, das normale Sprache nicht kann. Musik umgeht unsere logischen Filter im Gehirn. Musik geht direkt in die Emotion, ins Gefühl. Oh, das stimmt. Wenn du ein deutsches Lied hörst, egal ob das ein fröhlicher Popsong ist, laute Rockmusik oder schneller Hip-Hop, dann klebt diese Melodie in deinem Kopf. Ein Ohrwurm. Genau. Wenn du mitsingst, denkst du nicht mehr über Akkusativ oder Dativ nach. Du singst einfach. Du fühlst den Rhythmus der Wörter. Deine Aussprache wird sofort weicher und viel natürlicher. Das stimmt wirklich. Wenn man singt, hat man absolut keine Angst vor Fehlern. Man hat einfach nur Spaß. Richtig. Und das bringt uns zu einer speziellen Methode, die man mit Musik, aber auch mit Filmen machen kann. Ich nenne sie liebevoll die Papageienmethode. Die Papageienmethode. Also ein Papagei, das ist dieser große bunte Vogel aus dem Dschungel oder der Vogel, der alle Geräusche nachmacht, die Menschen sagen? Exakt dieser Vogel. Ein Papagei versteht absolut keine Grammatik. Er hört einen Klang und er wiederholt diesen Klang. Genau das sollst du auch tun. Wie funktioniert das? Wenn du einen deutschen Film schaust oder ein Video hörst, drücke auf Pause. Und dann plappere den Satz, den du gerade gehört hast, laut nach. Du musst den Satz nicht einmal zu 100% verstehen. Es geht nicht um die Bedeutung. Nein, es geht nur darum, den Klang, die Melodie und das Gefühl in deinem eigenen Mund zu produzieren. Du imitierst die Deutschen. Wir spielen also Papagei in unserem Wohnzimmer. Das ist eine wirklich lustige Vorstellung. Aber gut, wir haben jetzt wirklich alles vorbereitet. Wir haben trainiert, jetzt müssen wir raus. Zu den echten Gesprächen. Genau. Du suchst dir am besten einen Tandempartner.
Ein Tandempartner, das ist eine Person, die zum Beispiel deine Muttersprache lernen möchte und du möchtest Deutsch lernen, richtig? Genau, ihr trefft euch und sprecht eine halbe Stunde Deutsch und dann eine halbe Stunde deine Sprache. Das ist sehr sicher, weil beide genau wissen, wie schwer es ist. Das ist eine gute Idee. Aber du musst gar nicht so lange warten, bis du einen Partner findest. Nutze jede Minute in deinem echten Leben. Sprich mit der Frau in der Bäckerei. Sprich mit dem Busfahrer. Sag einfach: Guten Morgen, ich hätte gerne ein Ticket. Es ist aber kalt heute. Da muss ich wieder an meine Schüler denken. Viele haben schreckliche Angst, dass die Deutschen böse oder total unfreundlich reagieren, wenn das Deutsch nicht perfekt ist. Sind die Deutschen wirklich so streng? Ach, das ist ein altes Vorurteil. Natürlich gibt es überall auf der Welt unfreundliche Menschen. Das ist wahr. Aber die Realität ist, die allermeisten Deutschen freuen sich wahnsinnig, wenn sie sehen, dass jemand versucht, ihre Sprache zu lernen. Sie wissen selbst, dass Deutsch extrem schwer ist. Ja, das wissen wir wirklich. Wenn du lächelst und zeigst, dass du dir Mühe gibst, dann haben die Menschen Respekt vor dir. Sie werden dir helfen, aber du musst mutig sein und den ersten Satz sagen. Das ist eine sehr, sehr motivierende Botschaft. Lass uns am Ende noch einmal ganz klar sehen, was das alles bedeutet. Wir haben sehr tief in die Werkzeugkiste gegriffen heute. Das haben wir. Das Wichtigste, was ich heute gelernt habe, ist: Perfektion ist eine Illusion. Perfektion ist überhaupt nicht unser Ziel. Unser echtes Ziel ist Kontinuität. Oh, ein super wichtiges Wort. Ja, für dich als Hörer. Kontinuität bedeutet, dass du immer weitermachst. Du machst keine Pause von 3 Wochen. Du machst jeden Tag ein bisschen. Kontinuität schlägt Talent. Genau so ist es. Wenn du heute nur eine einzige Sache aus unserem Gespräch mitnimmst, dann wähle einen kleinen Tipp aus und starte heute damit. Nicht morgen, heute. Genau. Und weil Kontinuität und Übung so unglaublich wichtig sind, beenden wir unsere Theorie genau jetzt. Wir gehen in die Praxis. Oh, ich bin bereit. Wir beide machen jetzt eine kleine Übung, direkt mit dir, unserem Hörer. Wir machen die Papageienmethode. Sehr schön. Ich und mein Kollege sprechen jetzt 5 sehr wichtige Sätze. Wir sprechen sie ganz langsam vor. Nach jedem Satz machen wir eine Pause. In dieser Pause bist du dran. Du sprichst den Satz laut nach. Genau wie der bunte Papagei. Es ist völlig egal, wo du gerade bist. Sprich einfach laut. Bist du bereit? Gut, dann fangen wir an. Los geht's. Ich spreche jeden Tag Deutsch. Sehr gut. Mein Deutsch wird jeden Tag besser. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Ich denke direkt in Bildern. Ich freue mich, wenn ich spreche. Fantastisch gemacht. Nimm diese Sätze mit, sag sie jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Mach sie zu einer festen Gewohnheit. Eine Gewohnheit. Das ist etwas, das du jeden Tag automatisch tust, ohne groß nachzudenken. So wie Zähneputzen. Genau so. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Deep Dives angekommen. Hast du vielleicht noch einen allerletzten Gedanken für unsere Hörer? Etwas, das sie überrascht und das sie für den Rest des Tages begleiten kann? Ja, ich habe noch einen provokanten Gedanken für dich. Einen Gedanken, der vielleicht alles verändert. Ich bin gespannt. Hör auf, das Deutschlernen als eine schwere, anstrengende Hausaufgabe zu sehen. Stell dir stattdessen vor, das Deutschlernen ist wie eine spannende Theaterrolle. Eine Theaterrolle. Ja, du ziehst dir jeden Morgen eine neue Persönlichkeit an. Wie eine wunderschöne neue Jacke. Wenn du deine Muttersprache sprichst, bist du Person A. Aber wenn du Deutsch sprichst, bist du plötzlich ein bisschen anders. Du bist dein deutsches Ich. Das ist interessant. Wie klingt diese deutsche Version von dir? Wie geht sie durch die Straßen? Wie trinkt sie ihren Kaffee? Sei einfach neugierig auf diesen neuen Menschen in dir. Lerne dich selbst auf Deutsch neu kennen. Was für ein wunderschönes und kraftvolles Bild. Die deutsche Version von mir selbst entdecken. Das nimmt den ganzen Druck heraus und macht aus harter Arbeit ein großes, persönliches Abenteuer. Genau das ist das Ziel. Das war wirklich unglaublich inspirierend heute. Vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein. Es war mir eine große Freude. Wir hoffen, du, lieber Hörer, fühlst dich jetzt mutiger und bereit für die Welt da draußen. Bitte denk daran, abonniere unseren Kanal Deutsch klingt. Ja, bitte abonnieren. Das hilft uns, noch mehr tolle Inhalte für dich zu produzieren. Hinterlasse uns gerne einen Kommentar und erzähle uns von deinen Fortschritten. Und teile diese Folge mit deinen Freunden, die auch Deutsch lernen.
Wir wünschen dir von Herzen ganz viel Erfolg beim Üben, hab Geduld mit dir, sei mutig und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, mach's gut.